Ich werde dir mitteilen, wie ich Sprechen, Hören, Grammatik und Lesen miteinander kombiniert habe, um die perfekten Ergebnisse zu erzielen, ohne den Spaß am Lernen zu verlieren. Also bleib bis zum Ende dran, damit du keine wertvollen Tipps verpasst. Auf geht's! Je m'appelle Baraka, j'ai à peu près le niveau B2 en français. Kommen wir zur ersten Phase. Im Mai 2023 habe ich mich entschieden, Französisch zu lernen. Ich hatte am Anfang keine Ahnung und deswegen habe ich mich entschieden, mit einem Französischlehrer anzufangen. Ich habe vor allen Dingen in den ersten 3 Monaten ziemlich viele Unterrichtsstunden gebucht. In etwa 100 Unterrichtsstunden habe ich genommen. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt, vor allen Dingen die Aussprache und auch viele neue Vokabeln. Die neuen Vokabeln, die ich gelernt habe, habe ich in Anki, einer App, gespeichert, so dass ich meine Vokabeln relativ effizient wiederholen konnte, ohne viel Zeit für die Wiederholung zu verschwenden. Diese erste Phase hat mir dabei geholfen, mein Sprechen stark zu verbessern und auch meine Aussprache auf ein höheres Niveau zu bringen. Deswegen kann ich gerade in der ersten Phase nur empfehlen, unbedingt mit einem Lehrer zu starten, damit man die Wörter nicht falsch auswendig lernt und auch die Aussprache der Buchstaben richtig macht. Nachdem ich einige Monate sehr intensiv mit einem Sprachlehrer auf italki gelernt habe, bin ich zur Phase 2 übergegangen. Das lag nämlich daran, dass die Motivation angefangen hat nachzulassen. Das ist mein genereller Tipp. Immer, wenn die Motivation bei dir nachlässt, solltest du deine Methodik ändern, wie du die Sprache lernst. Und genau so habe ich das gemacht. Ich habe nach einigen Monaten die Methodik geändert und bin zur Phase 2 übergegangen. Phase 2. Fokus aufs Hören. Nachdem ich einige Monate hauptsächlich mit einem Lehrer gelernt habe, habe ich den Fokus verschoben auf das Hören von YouTube-Videos. Ich habe auf YouTube nach Kanälen gesucht, die mich interessieren. So habe ich beispielsweise 3 Kanäle gefunden, die ich mir regelmäßig angeschaut habe. Darunter der Kanal Inner French, Français Authentique und Un peu mieux. Das waren 3 Kanäle, die ich geschaut habe, weil mich auch der Inhalt interessiert. Und so kann ich jedem auch nur empfehlen, such dir Videos und Kanäle raus, die über die Themen sprechen, die dich wirklich interessieren, auch in deiner Muttersprache. So habe ich durch das Hören mein Französisch weiter verbessert und konnte so auch viele neue Vokabeln lernen. Einige habe ich mir notiert und andere wiederum habe ich mir nicht notiert, aber aufgrund des Kontexts und der ständigen Wiederholung konnte ich mir so dann auch viele Vokabeln merken und auswendig lernen. Nachdem ich wieder einige Monate hauptsächlich YouTube-Videos geschaut habe von Content, der mich interessiert, habe ich den Fokus erneut gewechselt, weil auch da wieder die Motivation angefangen hat nachzulassen. Lass dem Video kurz ein Like da und abonniere den Kanal. Weiter geht's. Phase 3. Gamification mit der Busuu-App. Ich habe nach einigen Monaten YouTube-Content die Motivation wieder ein bisschen verloren und wollte auch da wieder die Methodik wechseln, die Methodik ändern. So habe ich mit der Busuu-App die Niveaus A1 bis B2 durchgemacht. Dabei habe ich täglich vielleicht 15 Minuten investiert und so auf eine spielerische Art und Weise meine Grammatik und meine Vokabeln auf das nächste Niveau gebracht. Das habe ich für weitere paar Monate gemacht, bis ich das B2-Niveau auf der Busuu-App abgeschlossen habe. Phase Nummer 4. Nachdem ich wieder einige Monate die Busuu-App benutzt habe und das B2-Niveau auf der Busuu-App erreicht habe, wollte ich wieder die Methodik ändern, um die Motivation nicht zu verlieren. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Das Lesen von Büchern in Fremdsprachen ist relativ schwierig zu Beginn. Daher habe ich für mich eine Methode gefunden, wie es trotzdem gut funktionieren kann. Ich habe mir auf Französisch Bücher gekauft, die ich auf der deutschen Sprache schon gelesen hatte. Und dadurch konnte ich die Bücher viel besser verstehen, weil ich schon wusste, worum es geht. So habe ich beispielsweise das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki auf Französisch gekauft
welches ich bereits auf Deutsch schon gelesen hatte. Auf diese Art und Weise konnte ich relativ viel von dem Buch verstehen und habe so auf diese Weise mit der Methodik Lesen diesmal mein Französisch auf das nächste Niveau gebracht, ohne dabei die Motivation zu verlieren und gleichzeitig viel Spaß zu haben. Es ist notwendig, dass du auch hier wieder Bücher aussuchst, die du wirklich schon gelesen hast auf deiner Muttersprache und die dich auch wirklich interessieren, so dass du von dem Buch maximal profitieren kannst. Das waren meine 4 Phasen, wie ich Französisch von A1 bis auf das B2-Niveau gebracht habe. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. In der ersten Phase habe ich mich darauf konzentriert, mit einem Lehrer gemeinsam das Sprechen voranzubringen und meine Aussprache zu verbessern. Ich habe dabei viele Vokabeln gelernt und meine Aussprache und mein Sprechen stark verbessert. In der Phase Nummer 2 habe ich mich auf das Hören konzentriert, indem ich viele YouTube-Videos angeschaut habe, viel Content konsumiert habe, den ich interessant finde und den ich auch gerne in meiner Muttersprache gehört habe. Dadurch konnte ich auch wieder viele neue Vokabeln lernen und mein Hörverständnis verstärken. Dann bin ich zur dritten Phase übergegangen und habe mit der Busuu-App meine Grammatik und meine Vokabeln verbessert. Das Ganze hat mir Spaß gemacht, weil es auf eine spielerische Art, eine Art Gamification gestaltet ist, wo man Fortschrittsbalken sehen kann und es sich wie ein Spiel anfühlt. Und so habe ich meine Grammatik und meine Vokabeln weiter verbessern können. Mit der vierten Phase habe ich den Fokus dann auf das Lesen gelegt und habe dann erstmals Bücher gelesen, die ich auf Deutsch schon gelesen habe. Ansonsten wären Bücher noch zu schwierig für mich gewesen. Außerdem war es so viel interessanter für mich, weil ich nur Bücher ausgesucht habe, die ich auch wirklich gerne gelesen habe. Und so konnte ich durch das Lesen von Büchern stark profitieren. Wie gesagt, das gilt nur dann, wenn du dir Bücher aussuchst, die du schon gelesen hast auf deiner Muttersprache. Wie du siehst, gibt es nicht die eine richtige Methode, sondern es gibt viele Methoden, wie man eine Sprache lernt. Es ist einfach wichtig, dass du die Methode regelmäßig änderst, variierst, damit du deine Motivation, deinen Spaß nicht verlierst an der Sprache. Diese Tipps kannst du für dein Deutschlernen anwenden oder auch für andere Sprachen, die du lernst. Schreib mir in die Kommentare, was du als nächstes machen möchtest, um deine Sprache zu verbessern. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass dem Video bitte ein Like da, abonniere den Kanal und vergiss nicht, mir einen Kommentar reinzuschreiben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.